Herzlich willkommen zum weiteren Filmchen hier auf diesem Kanal. Ihr habt ja letzte Woche gesehen, wie wir hier groß umgeräumt haben. Der Bus steht hier fabelhaft. Und jetzt könnte es auch am Bus eigentlich weitergehen. Hier ist dieser ganze Kasten, ne? Das ganze Ding. Aber bevor das weitergeht, räume ich jetzt hier erstmal weiter rum. Weil am Bus soll es gar nicht weitergehen. Wie ihr wahrscheinlich schon im Thumbnail und Titel gelesen habt hier. Wir wollen mal an dem Käfer weitermachen. Der steht hier schon 4 Wochen quasi unberührt. Wir waren noch mal einen Tag dran und haben hier den Kabelbaum einmal von hinten nach vorne gelegt. Schön diese Ummantelung einmal ein bisschen gesäubert, das hochgelegt. Ja, und bevor wir da jetzt großartig weitermachen können mit Elektrik, oben alles anschließen und so, muss jetzt eigentlich der Anlasser hinten erstmal rein. Dann habe ich gerade hier ein bisschen Hitzeschutzlack besorgt, dass man hier mal das Ansauggeweih und sowas von der Vorwärmung, sonst fängt das immer an und dann löst sich der Lack wieder auf. Auf jeden Fall könnte der Motor zusammengebaut werden, Köpfe mit Drehmoment festgezogen. Hier, die Teile müssen noch einmal entrostet werden und auch schwarz gelackt werden und all sowas machen wir jetzt hier. Leider fängt diese Woche das Video echt viel später an. Da ich jetzt gerade auch noch krank war, konnte ich nicht viel machen. Heute geht es mir schon wieder viel besser. Attacke, jetzt haben wir hier quasi nur das Wochenende, wo das ganze Video gedreht wird. Und ja, ein bisschen was. Ich will ja für euch schaffen, dass ihr Montag was zu Gesicht kriegt, ne? Ich weiß halt nur nicht genau, was werden wir schaffen. Eigentlich war mein Plan, erst den Motor komplett soweit fertig zu machen und einzubauen. Aber dann ist mir eingefallen, bevor wir hier den Motor einbauen können, musste ja noch die Endspitze geschweißt werden. Außerdem fehlen uns noch hier so ein bisschen die Motorraumdichtung hier, da muss noch ein bisschen mit Farbe gespielt werden und sowas. Also bevor das da richtig losgeht, haben wir noch Arbeit. Ich fange jetzt hier erstmal an und zieh mal die Köpfe mit Drehmoment schön fest und so ein Scheiß. Und dann kann das angehen hier, das Ganze. Dann können wir loslegen. Gut, bis gleich. So, Leute, jetzt hier, ne? Ich habe einmal die ganze Verblechung runtergeräumt. Da drüben alles schön auf den Teppich gelegt. Nebenbei schon mal einmal die Ventildeckel grob entrostet, dass da jetzt auch Farbe rauf könnte. Das Ansauggeweih ist jetzt auch schick, schön in schwarz, mit temperaturbeständigem Lack für diese, ja, Vorwärmgeschichte. Naja, ich habe jetzt hier mir bei Philipp drüben einen Drehmomentschlüssel geholt und werde jetzt hier die richtigen Newtonmeter auf den Kopf ziehen. Hier gibt es 2 verschiedene, entweder mit M10 Stehbolzen oder M8. Hier haben wir jetzt M10 und dann findet ihr hier auch eine Reihenfolge. Hier 1 und so oder wie auch immer, muss ich gleich selber nachgucken. Wie der Kopf festgezogen wird, eigentlich wie bei jedem anderen Auto auch. Findet ihr bei CSP auf der Seite, da gibt es eine Technikabteilung. Da gucke ich auch immer Drehmomente und alles nach. Ich knack mal eben den Kopf an hier oder die Köpfe und dann sehen wir uns gleich wieder. Wichtig ist immer, dass da unten diese Idiotenbleche drin sitzen. Ja, und dann, oh, guck mal, schick, schön mit neuen Stößelschutzrohren. Ich gebe ihm einen Drehmoment, ne? Leute, ich ziehe ihn schön an. Bis gleich. So, Leute, ich habe die Köpfe jetzt festgezogen. Hier, danke Philipp, ne? Jetzt auch schon direkt losgelegt. Hier einmal die Verblechung festgeschraubt. Alles toll mit neuen Schrauben hier. Zack, schön. Jetzt kann hier gleich weiterkommen, ne? Da. Ich muss als nächstes eigentlich den Auspuff unter Farbe kriegen. Ja, das werde ich wahrscheinlich gleich machen. Aber ich denke, für euch geht jetzt hier einfach mal Musik ab. Das Ansauggeweih ist ja frisch lackiert, auch schon durchgetrocknet. Das baue ich hier gleich noch auf. Aber wie gesagt, für euch jetzt Musik ab und dann sehen wir uns später. I'm trying to touch the States this time. 2021. Gotta show him I can still rap though. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says the chirp, now the camera phone. Told you I'ma keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, hundreds, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I've been winning, I'm like, why me? So, Leute, gucken mal hier hin. Der Motor ist jetzt schon ein ganzes Stück weiter zusammen, aber immer noch nicht ganz fertig. Hier, die Kipphebelwellen brauchen noch 25 Newtonmeter. Ich hatte so einen kleinen Drehmomentschlüssel nicht. Außerdem hier hinten, die Kupplung ist schon mal zentriert. Auch hier wieder 25 Newtonmeter auf die guten M8-Schrauben, ne? Ja, Leute. Außerdem fehlt jetzt hier die Lichtmaschine, deswegen der Kasten ist auch nicht fest, der steckt nur drauf. Ich habe hier das Ansauggeweih toll festgeschraubt, überall die Dichtringe rein und sowas. Das heißt, da ging es ordentlich weiter. Der Auspuff, ne, glänzt auch im schönen Schwarz. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier weitermachen. Aber bevor es hier jetzt weitergeht, ist der Auftrag wirklich gleich einmal überall Müll weg. Komplett blank ziehen hier die ganze Halle und den Müll wegfahren, Alter. Wir sind ein bisschen stramm dran, aber das muss weg jetzt hier einmal, ne? Und dann geht's hier auch am Käfer weiter. Bis gleich.
weiter geht's hier. Einmal schön gefegt, Müll komplett weggebracht, der ganze Weg runter, einmal sauber alles. Und jetzt kann's hier weitergehen. Ich habe hier schon mal die Lichtmaschine vorgeholt, mit der Drahtbürste ein bisschen bearbeitet. Die Frage ist halt, kriegen wir es einfach wieder so sauber gebürstet wie hier original oder muss die Lichtmaschine lackiert werden? Das werden wir rausfinden. Und bevor es da weitergeht, soll es ja hier an dem Käfer auch selber mal weitergehen. Hier oben liegen die Kabel von der Elektrik. Der Anlasser müsste rein. Nelly ist hier vorne gerade bei und will die neue Hardy-Scheibe einmal einbauen. Das wird jetzt da gleich reinkommen. Dann kann man das Auto tatsächlich wieder lenken über das Lenkrad. Ich habe hier an den Spurstangen gerade nochmal die Klemmen gesichert. Da mit den Muddis drauf und so. Ja, und jetzt werde ich mich weiter in dieses ganze Elektrikthema reinfuchsen. Die Kabel für die Lampen und sowas habe ich schon mal so in die grobe Richtung gelegt, dass ich hier erstmal so den Überblick finde, was dieses ganze Gewusel soll. Ich würde sagen, wir halten uns ran und ich zeige euch gleich mehr. So Leute, nun mal aufgepasst hier, ne? Mittlerweile die Hardy-Scheibe hier allerbest verbaut. Das Kabel müssen wir hier nochmal neu machen. Das war ein Ticken zu lang, hat sich schon gleich verwickelt einmal, ne? Das muss mal schön gemacht werden. Außerdem habe ich hier die Bremsleitung mal angeschraubt schon mal. So grob fürs Erste. Jetzt hier oben die Elektrik, die von hinten hochkommt. Hier schon mal angefangen und vieles hat auch seinen Platz schon gefunden, ne? Ist noch nicht alles da, weil wir hier leider nicht den richtigen Schaltplan drin hatten. Das ist hier alles Stromlaufplan da, was so nix Mexikaner. Aber das Buch hat uns ja trotzdem ein bisschen was geholfen. Dann haben wir hier unten schon die ersten Kabel ein bisschen aussortiert, was da so hing, was nicht reingehört. Außerdem hängt hier unten, da hängt der Anlasser drin jetzt. Schon mit dem schönen Pluskabel nach hinten gelegt, dass wir hier drin auch jetzt eine Plusklemme am Start haben. Ja, wir müssen jetzt weitermachen, Kabel weiter anlegen und sowas. Und dann hätte ich auch noch mal Bock, dass wir ihm dieses Video mal Saft geben. Das erste müsste jetzt hier alles laufen. Blinker müsste da sein und so. Aber wir bleiben gespannt. Für heute ist erstmal Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. So Leute, nächster Tag, weiter soll's gehen hier. Ich habe hier schon wieder den Stromlaufplan aufgefaltet, da ich im Internet nichts Besseres gefunden habe. Also falls ihr mal eine Adresse für mich habt, wo ich für so einen Mexiko-Käfer, 79er Baujahr, den richtigen Schaltplan finde, das wäre super. Aber erstmal machen wir uns jetzt da unten an die Ecke Regler schön einbauen und sowas, dass wir da weiterkommen. So ein bisschen was aus dem Kopf werde ich ja wahrscheinlich noch hinkriegen. Das ist jetzt so für heute noch unser Plan, dass wir so ein bisschen Elektrik einfach noch weitermachen. Ja, es passiert ja was, aber man sieht ja nicht viel, ne? Hier unten liegt jetzt auch schon ein Kabel für den Bremslichtschalter. Also, dass wir da das alles mal so ein bisschen angeschlossen kriegen. Außerdem wollte ich euch mal zeigen. Na, wo komme ich hier durch? Dorsch. Guck mal, hier haben Phil und Paula ordentlich bei sich am Bus weitergemacht. Das Ding hat hier ein paar Löcher im Scheibenrahmen nach hinten und so weiter und so fort. Aber hier sind die Fenster raus. Die vorne Sitze sind mittlerweile alles raus und so weiter und so fort. Dann haben die hier hinten, glaube ich, so ein bisschen, ja, Rückleuchten, Stoßstange, Motorklappe ausgebaut. Einfach, dass das Ding, dass es da weitergeht, so, ne? Sind die immer ein bisschen dran, aber ja, noch keine Riesenschritte. Auch vorne die Front, schon mal einmal Scheinwerfer raus, hier das Gitter raus und sowas. Das ist, ja, mittlerweile hier alles schön vorhanden, ne? Ich weiß gar nicht, habt ihr das gesehen hier mit dem Scheibenrahmen schon? Die Frontscheibe ist auch raus. Der Scheibenrahmen wie in Verdacht gehabt, da ist er komplett durch, so, ne? Aber Leute, das soll jetzt ja auch nicht unser Problem sein. Ich wollte es euch nur noch mal einmal zeigen, dass es auch an diesem Auto hier schön weiter dran geht. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal Musik ab, einmal, und dann kriegt ihr noch mal hier ein bisschen Musik auf die Ohren, ein paar Sehen. Bis gleich.
Leute, guck mal hier hin, na. Wir haben jetzt ordentlich Kabel rausgesucht aus meinem Bestand. Haben uns weiterhin mit dem Schaltplan hier zu helfen gewusst und haben ein bisschen was gequetscht. Jetzt sind hier nämlich soweit die Kabel verlegt. Hier geht einmal ein neues Kabel zum Regler rüber. So habe ich das dem Schaltplan entnommen. Normalerweise vom Bus und so kenne ich das quasi von der Batterie auf den Anlasser plus geht und von da sich dann alles verteilt. Aber hier ist es anders. Außerdem, ja, haben wir hier den Anlasser wahrscheinlich dran und so. Wenn jetzt alles gut läuft, Kinder, dann müssten wir jetzt hier die Batterie anklemmen können und dann müsste irgendwas schon mal zucken. Die Scheibenwischer müssten hier mal rennen wahrscheinlich, obwohl ich mir diesbezüglich auch gar nichts angeguckt habe. Dann müsste der Anlasser orgeln eigentlich. Ich würde sagen, wir testen das mal. Nelly, willst du ran an deinen Schlüssel da? Okay, dann mache ich hier mal, geh mal ruhig auf die Fahrerseite, setz dich mal rein, ne? Oder auch nicht. Gut. Dann mache ich jetzt mal Batterie ran. Geht los? Jetzt ist dran. Leuchtet da schon irgendwas? Ja, Fernlicht. Ja? Der läuft nicht hier, oder was? Dreh mal. Der richtige? Nee, also das Zündschloss läuft ja gar nicht. Wahrscheinlich läuft das auch nur auf Zündung, ne? Oh, da haben wir ja hier erstmal... Oh, guck mal, da klackert auch die ganze Zeit irgendwas, ne? Ich gehe mal ein bisschen messen, ob wir Fluss da haben, ob Saft da ist, aber irgendwie funktioniert das Zündschloss schon mal gar nicht. Das ist ja ein doofer Start. Ich dachte jetzt hier Schlüssel drehen und irgendwas passiert. Aber irgendwas kleckert da auch, ne? Ach so. Ah, gut. Ist nicht gut. Gut, Leute, bis gleich. So, Leute, wir haben jetzt hier ein bisschen rumgewurstelt und der Zündschalter, da packt es jetzt doch. Guck mal hier. Ihr hört schon das Fernlichtrelais klacken und auch da drin die Leuchte immer angehen. Hier hat der Schalter auf jeden Fall einen Wackelkontakt, ne? Aber gut ist ja schon mal, dass das Fernlichtrelais funktioniert. Ansonsten, was funktioniert hier noch, Nelly? Ja, doch. Der Warnblinker funktioniert quasi. Ui, hier Instrumentenbeleuchtung geht. Ne? Ja, geil. Schick. Und was funktioniert noch? Ne, ja doch. Der Anlasser dreht, also theoretisch könnte der Motor anspringen. Dann haben wir hier noch die Scheibenwischer laufen. Willst du mal zweite Stufe probieren? Ja, auch die zweite Stufe läuft. Na gut, aber der fährt nicht in die Endlage zurück, ne? Gut, Nelly, damit musst du können. Also wir haben, finde ich, jetzt hier schon mal viel geschafft. Der Käfer funktioniert soweit mit der Elektrik. Man könnte jetzt hier vorne wirklich an den Kabeln messen. Kriegen wir hier Licht rein? Funktioniert unser Licht? Wir könnten sowas weitermachen. Aber ich würde sagen, das halten wir noch ein bisschen spannend offen und machen einfach die ganzen Kotflügel fertig, bauen die langsam mal an. Aber bevor das alles losgeht, müssen hier wirklich die Schweißarbeiten beendet werden. Als nächstes würde ich sagen, ich mache mal hier Strom wieder ab, ne? Was ist mit der Kennzeichenbeleuchtung? Ja, aber ich glaube, die Kabel sind nicht dran. Die hängen hier so, weil das hängt hier alles runter, weißt du? Guck mal, das ist deine Kennzeichenbeleuchtung. Naja, die könnte gehen, wenn man das Kabel auf Masse hält. Sollen wir mal? Dann musst du aber die Batterie nochmal anklemmen da. Dann halte ich den hier mal an Masse ran. Ja, und dann kannst du ja nochmal Licht anmachen. Ja, okay, nee, dann, das läuft hier nicht. Aber, ja, guck mal, das geht hier auch in so einen Knoten rein. Sowas machen wir natürlich auch alles nochmal schön, ne? Ja, Leute, wir machen jetzt als nächstes auf jeden Fall weiter am Käfer und schweißen hier diese Endspitze fertig, dass das genauso toll wird wie hier drüben, ne? Und dann kann nämlich hier die Pracht des Motors ebenfalls fertig gemacht werden und eingebaut werden. Ich würde sagen, nächste Woche machen wir die Endspitze mal und machen den Motor mal fertig, dass wir den ja vielleicht... Also wäre schon cool, dieses Jahr nochmal Käfer zu fahren, ne? Ich glaube, Nelly hat jetzt ein bisschen Blut geleckt, wo das Ding hier leuchtet, funkelt und alles, ne? Oder? Ein bisschen Elektrik. Ja, Leute, ich will jetzt in diesem Sinne sagen, sorry, dass das Video nur so kurz war. Ihr wisst ja, ich war krank ein paar Tage, deswegen hatten wir einfach nicht die Zeit. Wir hatten viel zu regeln mit den T-Shirt-Bestellungen. Die T-Shirts sind bestellt für euch, ne? Also alle, die sich was gesichert haben, ihr könnt euch freuen. Die Produktion ist in Gange. Ich weiß nicht, ob wir schaffen, dass sie bis Weihnachten kommen, aber wir bemühen uns. Also, wir bemühen uns. An uns soll es nicht liegen am Ende. Ja, hier am Bus will ich auch weitermachen. Einmal da drüben dieses Blech noch ab, weil das ist so das Letzte, was hier gerade stört. Naja, und dieses Blech auch noch. Aber wenn die beiden ab sind, dann könnte man wirklich anfangen und dieses große Teil reinpuzzeln. Aber bevor es hier am Bus geht, das mache ich nebenbei nochmal. Machen wir jetzt wirklich hier am Käfer ready, dass der, ja, da, Endspitze geschweißt. Das wäre toll. Motor fertig. Leute, ich sag tschüss jetzt in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Einschalten. Auch diesmal wieder. Der Käfer ist jetzt unter Strom. Elektrik funktioniert so weit, so gut schon mal, ne? Ich bin beruhigt. Es kann weitergehen. Bis nächste Woche.